Ja, viel passieren tut jetzt gar nicht mehr, was ich nicht schon kenne. Zuletzt war ich etwas missmutig gestimmt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass noch irgendetwas passiert oder dass ich mich überhaupt noch irgendwie weiterentwickle. Bis auf meine Akne, die blüht ohne Ende. Die kennt kein Halten und kein Aufhören mehr zurzeit. Das ist wirklich schlimm, wie ich aussehe, und ich bin 29. Ja. Jetzt waren wieder mal so ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht hat sich doch was geändert und ich habe es nur nicht bemerkt, weil es so langsam ging. Zum Beispiel, ich habe mich mal aus einer anderen Perspektive im Spiegel gesehen und hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich da das Gesicht eines jungen Mannes erblickt habe. Eines jungen Mannes, der ungefähr so aussieht, wie ich mir mich selbst vorgestellt habe, so als Typ. Das ist natürlich schon eine schöne Vorstellung. Und hier ich habe so zwei Bereiche, in denen die Haare ein bisschen stärker, oder was ist stärker, etwas fleißiger sprießen. Diese beiden hier. Und da habe ich sogar das Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich hier gegen den Strich, gestern habe ich sie rasiert, und wenn ich jetzt gegen den Strich hier drüber fahre, dass ich da schon richtige Stoppeln merke. Also es sind so Kleinigkeiten. Ich hatte zwar mit dem Gedanken gespielt, vielleicht beim nächsten Termin bei meinem Arzt mal anzusprechen, dass ich gerne mal Nebido ausprobieren möchte, einfach um zu sehen, ob ich da von der Entwicklung her genauso vorankomme oder ob da irgendwas anders ist oder so. Mal sehen, ob ich das mal mit anspreche. Mit meiner Stimme möchte ich auf jeden Fall auch noch ein Stück weit runterkommen, weil das reicht mir so, wie es jetzt ist, noch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass der Stimmbruch aufgehört hat. Also kurz nachdem ich freiwillig mal meine Geldosis ein bisschen runtergenommen habe, da hörte ja mein Stimmbruch erstmal auf. Meine Stimme wurde sogar ein bisschen höher wieder. Und dann habe ich ja wieder die vollen 50 Milligramm geschmiert. Und danach hatte ich erstmal wieder für eine Weile, für ein paar Tage oder Wochen sogar ein Kloß im Hals und auch so ein Druckgefühl. Da dachte ich, jo, okay, jetzt geht der Stimmbruch weiter oder fängt wieder an. Aber richtig passiert ist dann doch nichts. Also da muss schon noch was passieren. Ich klinge überhaupt noch nicht männlich. Ich klinge erstmal nur wie eine gealterte Frau. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Eine Sache, die ich beim letzten Video noch vergessen habe, und das passt sogar ganz gut zum Thema: Mein Hirn scheint sich entweder umzustrukturieren oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich grundsätzlich ein bisschen verblöde. Kann ich natürlich nicht ganz ausschließen. Ich vergesse unbeschreiblich schnell Sachen. Also noch schneller, als ich Prätesto Dinge vergessen habe. Ich schaffe es manchmal noch nicht mal, mir 3, 4 Ziffern zu merken über einen Zeitraum von 10 Sekunden. Da muss ich mich wirklich dolle konzentrieren, damit ich über 10 Sekunden mir ein paar Ziffern merken kann. Das ist schon fast peinlich. Oder manchmal will ich etwas tun. Ich meine, ihr kennt das ja alle, wenn man irgendwas tun will und dann kommt irgendwas dazwischen und dann hat man vergessen, was man eigentlich gerade machen wollte. Bei mir ist es so, während ich es versuche zu tun, vergesse ich, was ich da eigentlich gerade tun wollte. Das ist so, als wenn mir ständig Sachen aus der Hand fallen würden. So ist das gerade mit meinem Hirn. Dem fallen andauernd irgendwelche Gedanken aus den Händen. Ich hoffe, das ist eine temporäre Sache. Dann meiner Kollegin ist gestern aufgefallen, dass ich jetzt tatsächlich offiziell, dass mein Haar lichter aussieht. Also hier vor allem an den Geheimratsecken. Hier sieht man es wahrscheinlich nicht so sehr, weil da immer die Haare drüber liegen. Aber ja, sieht man jetzt offenbar auch. Und was ich vielmehr jetzt auch gesehen habe, oder ich fühle es jetzt wieder noch ein bisschen mehr, aber neulich habe ich auch geglaubt, es sehen zu können, dass mein Kehlkopf, jetzt habe ich natürlich dran rumgespielt, jetzt habe ich da so einen schönen roten Dot da mitten auf dem Hals, aber wenn ich mich so zurücklehne und vielleicht mal so schlucke, man sieht jetzt da diesen Kehlkopfknorpel ein kleines bisschen, also so wirklich so Mühe sieht man den jetzt. Und ja, etwas nicht so Schönes, ich hatte vor ein paar Wochen nochmal Schmierblutungen. Ich weiß, unappetitliches Thema, aber so ist es nun mal, deal with it. Ich hoffe, das ist jetzt nur eine einmalige Sache. Es war wirklich nur sehr, sehr, sehr schwach. Ja, ich gehe nicht weiter in die Tiefe. Nicht weiter, dass es gestört hat, aber ja, ich hoffe einfach mal, das ist noch dieser kleinen Hormonumstellung zu schulden, weil ich ja zwischenzeitlich nicht die volle Dosis Gel genommen habe. Vielleicht kommt das auch nie wieder, und zwar nur eine einmalige Geschichte. Wäre schön. Ansonsten tut sich nichts. Nö. Ja, bis auf, wie gesagt, Akne habe ich ja schon angesprochen. Hey, so sieht man vielleicht den Knorpel ein bisschen mehr. Guck, jetzt sieht man es. La, 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 la. Faszinierend. Okay, ich höre auf. Megatestemon digitiert zu
Nebido, Mann. Ich werde irgendwie nicht erwachsen, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Ich habe vorgestern meine erste Nebido-Spritze bekommen. Ich bin also jetzt hochoffiziell gewechselt. Mein Hausarzt hat mir allerdings gleich gesagt, dass die Vermännlichung aufgehört hat. Kann auch daran liegen, dass ich Finasterid eingenommen habe, was ja eigentlich gegen Haarausfall wirken sollte. Allerdings killt das nicht nur das Testosteron, was die Haarwurzel zerstört, sondern es nimmt auch insgesamt etwas Testosteron aus dem ganzen Körper heraus. Er meinte, auch die Schmierblutung könnte damit zusammenhängen. Gut, weiß ich nicht. Ich habe jetzt Finasterid abgesetzt und zusätzlich Nebido genommen. Also entweder wächst mir jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen ein Rauschebart oder es geht einfach ganz gemütlich weiter. Also Hauptsache, es geht einfach weiter. Das reicht mir ja schon. Ja, deswegen, ich kann jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Es hat beim Spritzen erstaunlich wehgetan, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich habe es sogar noch am nächsten Tag gemerkt, selbst abends dann noch, wenn ich mich hingehockt habe und ich in einer etwas engeren Hose da saß. Das hat dann doch noch ein bisschen gezwickt, aber heute habe ich schon nichts mehr gemerkt. Also alles nicht so wild. Das nehme ich gerne in Kauf. Ist ja nur alle 3 Monate dann. Was kann ich denn erzählen? Naja, es passiert halt nicht mehr so wahnsinnig viel zur Zeit. Nein, eine Sache ist tatsächlich spannend geworden. Nämlich seit einigen Wochen, frag mich mal, seit 2 Monaten vielleicht, träume ich wieder häufiger. Träumen das war zu Kinder- und zu Jugendzeiten, war das so eine regelmäßige Sache. Da hatte ich mal kürzere, manchmal aber auch richtig längere Träume. Und dann irgendwann so mit dem Studienalter hat sich das komplett abgeschaltet. Und jetzt plötzlich kommt mir das häufiger mal wieder vor, dass ich wieder irgendwas träume. Ich weiß nicht mehr genau, ob mir da vielleicht mein Körper wieder irgendwas versucht zu sagen. Ne? Und gestern habe ich auf meiner Schulter ein Haar entdeckt. Da, irgendwo. Ernsthaft. Also ich meine, meine Stimme hat sich so, weiß ich nicht, die Entwicklung meiner Stimme hat sich irgendwann einfach verabschiedet. Aber ganz ernsthaft, der Haarwuchs auf meiner Schulter hat Priorität bekommen vor meiner Stimme. Ich glaub's ja nicht. Ich bin beleidigt. Ja. Und ich finde jetzt, heute beim Sport, deswegen kämme ich mir meine Haare jetzt irgendwie so blöd ins Gesicht, aber wenn ich meine Haare so habe, wie ich sie bisher immer getragen habe, sieht man jetzt voll die Geheimratsecken. Das sieht so scheiße aus, dass ich beschlossen habe, meine Frisur anders zu tragen. Von heute ab. Ja, das ist nicht mehr tragbar. So, sieht das besser aus. Ich muss mir meine Haare schneiden, damit das nicht so ins Gesicht hängt. Sonst habe ich ja einen richtigen Vorhang vor den Augen. First World Problems. Hey, ich habe mein Halbjähriges heute. Damit bin ich jetzt etwas mehr als eine Woche auf Nebido und bisher habe ich davon noch nicht so viel gemerkt. Nur eine Sache, faszinierenderweise hat mein Haarausfall fast abrupt aufgehört. Oder so gut wie aufgehört. Ein bisschen Haarausfall hat man ja immer, das ist ja natürlich. Aber so diesen krassen, starken Haarausfall habe ich jetzt überhaupt nicht mehr, obwohl ich keinen Finasterid mehr nehme. Fand ich bemerkenswert. 29.10. Wie lange bin ich denn jetzt auf Nebido? Irgendwas mehr als 2 Wochen oder so? Vielleicht 2, 3 Wochen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Der erste Eindruck, den ich hatte, nachdem ich die Nebido bekommen habe, war, boah, krass. Jetzt geht richtig was los. Oh, das hielt sich so 2, 3 Tage und danach ging das erstmal wieder runter in den Keller. Dann hörte dieser gesamte Eindruck, oh Gott, ja, meine Stimme fühlt sich kratzig und belegt an und da geht noch was und dieses ganze Gefühl war dann abrupt über mehrere Tage plötzlich wieder komplett weg. Und danach ging das wieder los. Ich habe so die Theorie, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es stimmt, muss man meinen Arzt fragen, dass das Nebido-Depot eine Weile braucht, um sich so langsam, aufzubauen. Und das Gel, man nimmt es zwar jeden Tag, aber das hat ja auch einen kleinen Depot-Effekt. Nicht so lange natürlich, nicht über mehrere Monate oder Wochen, sondern aber wenigstens so 1, 2 Tage hält dieses Geldepot auch noch vor, bevor auch das langsam abflaut. Vielleicht hat das Geldepot und das Nebido sich so eine Zeit lang einfach auf so einem hohen Level gehalten, dass ich es wirklich krass gemerkt habe. Und danach hörte das Geldepot irgendwann auf, weil ich habe ja nicht mehr weiter geschmiert. Und Nebido war aber von der Wirkung her noch zu schwach. Keine Ahnung, ich stülze gerade eigentlich rum, ich habe gar keine Ahnung, wie sich das begründen lässt. Jedenfalls war es dann für ein paar Tage, ging es wieder bergab. Und jetzt seit ein paar Tagen wiederum merke ich, dass es wieder stärker anfängt. Meine Stimme
Ich finde, sie hat jetzt mehr einen männlichen Klang bekommen, was allerdings vor allem daran liegt, dass sie rauer geworden ist. Also rauer so im Sinne von, ja, ich weiß nicht, wenn ein Mann und eine Frau, ein Mann und eine Frau denselben Ton sprechen, dann hört man trotzdem, welche Stimme ist männlicher und welche davon ist gerade die weibliche Stimme, weil die männliche einfach so ein, ja, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, halt so einen kratzigen Unterton hat, so ein weißt du, so ein, keine Ahnung, wie man das nennt. Sowas hat meine Stimme jetzt jedenfalls bekommen. Und ich merke jetzt auch seit 1-2 Tagen wiederum, dass sie auch tiefer nach unten geht. Ich merke jetzt sogar, wie Kollegen, die mich eigentlich bisher die ganze Zeit konstant weiterhin mit Sie und mit Frau und mit Kolleginnen ansprechen, wie die jetzt langsam so ein bisschen stutzig werden und wie sie sich anfangen selbst zu korrigieren, wenn sie mich mal wieder so als eine Kollegin bezeichnen. Dann habe ich jetzt schon 2-mal beobachtet, dass sie dann so innehalten und dann sich kurz revidieren und dann nochmal nachfragen, wie willst du jetzt eigentlich genannt werden, Kollegin oder Mann oder Frau? Das haben sie vorher nicht gemacht. Vielleicht wird jetzt langsam mein Gesamteindruck so männlich, dass bei Ihnen das selbst ankommt, dass es komisch wird, mich weiterhin mit Kollegin und mit Frau anzureden. Und sagte ich, dass mein Haarausfall aufgehört hat, streich das. Es hat wieder angefangen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich merke das immer so an meiner Grundstimmung, wenn mein Testosteronspiegel in den Keller sackt, dann geht meine Stimmung auch in den Keller. Und ich, ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn mir meine Haare ausfallen und dafür meine Stimmung gut ist. Ein anderes sehr schönes Ding habe ich noch beobachtet, oder da hat mich eigentlich Jona drauf gebracht, der meinte, dass er, wenn ja die roten Tage anstehen, dass er da oft einen Blähbauch hatte. Und mir ist auch aufgefallen, also vorher Prätesto, ich habe das gar nicht so richtig mit irgendwie einem Zyklus in Verbindung gebracht. Ich habe einfach nur oft beobachtet, dass ich auch einfach so einen dicken Bauch hatte, als wäre ich schwanger. Aber ich habe überhaupt nichts anderes oder Komisches gegessen als sonst. Und plötzlich hatte ich dann so einen dicken, aufgeblähten Bauch. Das habe ich seit, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Es hat einfach irgendwann, hat es immer mehr aufgehört. Und jetzt vor kurzem ist mir das mal klar geworden oder aufgefallen, dass ich überhaupt gar keinen Blähbauch mehr habe. Also dass mein Bauch einfach immer normal und flach aussieht. Und das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, das ist einfach so, mir kommt es immer mehr so vor, als wenn mein Körper vorher Prätesto überhaupt nicht richtig funktioniert hat oder dass er besser funktioniert hätte, wenn er nicht weiblich gewesen wäre. Und jetzt wird er nicht nur mir besser angepasst, sondern er wird auch ein bisschen repariert an verschiedenen Stellen. Finde ich schon wieder eine tolle Sache. Und ansonsten glaube ich, ich habe zurzeit gerade tatsächlich so Phasen, wo ich sehr rattig geworden bin. Also wo die Libido doch ein bisschen mehr ansteigt und ich habe auch das Gefühl, dass die Sensitivität da unten ist ein bisschen angestiegen, also vielleicht ist da auch Wachstum inbegriffen. Ich sehe zwar jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber ja, möglich, dass sich da ein bisschen was tut. Nicht erschrecken, wenn ich etwas gerötet oder pickelig aussehe. Ich habe mich mal dazu entschieden, eine andere Strategie gegen meine schlechte Haut zu verfahren. Nämlich anstatt einfach immer mehr und aggressiveres Zeug auf die Haut zu klatschen, habe ich es mal versucht, extrem runterzufahren. Nach dem guten Rat eines Kumpels. Deswegen, so sieht mein Gesicht aus, wenn ich nicht eine Schicht Concealer und Abdeckstift drauf habe. Das sieht man mal. Was das angeht, ich bleibe gleich mal bei dem Thema, auch wenn es etwas unappetitlich ist. Kommt auch keinerlei Besserung zustande. Ich habe mal mich gefilmt, obwohl es mir sehr widerstrebt und es wirklich extrem, es kostet einige innere Überwindung, das aufzunehmen und zu zeigen. Also wer den Anblick von schlechter, unreiner Haut nicht leiden kann, sollte jetzt unbedingt die Augen schließen. Man muss dazu sagen, mein Dekolleté hat eigentlich sogar schon mal schlimmere Zeiten überstanden. Also das zurzeit geht sogar noch. Und trotzdem sieht es sehr gereizt und sehr gerötet aus. Ich habe dann zeitweise auch mir aus der Apotheke so eine Anti-Akne-Creme gekauft, die so extrem austrocknend war, dass die Haut davon regelrecht, also die ist so rot geworden, weil sie gereizt war und die ist außerdem so trocken geworden, dass sie sich hinterher richtig abgepellt, richtig abgeschält hat, als hätte ich einen Sonnenbrand bekommen.
Also es war am Ende wirklich die chemische Keule en masse und es hat nur kurzzeitig punktuell an den Stellen geholfen, die gerade entzündet waren, aber langfristig zur Vorsorge hat sie nichts beigetragen. Und von meinem Rücken möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich finde so von der Form her, das ist jetzt eigentlich das einzige Gute, was ich dem abgewinnen kann, dass etwas V-förmiger aussieht. Insofern habe ich die Hoffnung, dass, jetzt könnt ihr übrigens wieder hingucken, dass ich doch ein klein wenig durch meinen Kraftsport etwas mehr V-Form in mein Kreuz reingebracht habe. Aber ansonsten, was die Akne angeht, ist das einfach unbeschreiblich. Ich versuche dem jetzt einfach abzugewinnen, dass es ein Zeichen ist dafür, dass in meinem Körper was passiert, dass ich mich entwickle und ja, dass die Hormone so stark geändert werden, dass auch wirklich was passiert, dass da nicht nur so ein Minimallevel an Testosteron durch mein Blut kreist und das überhaupt nichts macht und da eigentlich nur so ein bisschen Pille-Palle passiert, sondern offenbar ist da gerade richtig was im Gange und das äußert sich eben auch durch hormonelle Umwälzung. Also ich versuche dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Eine andere Sache, die ich eigentlich schon erwartet habe, aber eigentlich schon seit ich mit Testosteron angefangen habe, ist diese Fressattacken, diese Hungeranfälle, die viele beschreiben, vor allem diejenigen, die auf Nebido gehen, die ich ja nicht bekommen oder niemals bekommen habe, aber inzwischen habe ich etwas anderes, etwas sehr Ähnliches, Verwandtes festgestellt. Ich kann einfach essen, so viel wie ich will. Mein Völlegefühl scheint entweder abgeschaltet zu sein oder ich weiß nicht, oder habe ich ein schwarzes Loch verschluckt, ich weiß nicht. Ich kann essen. Ich war diese Woche auf Dienstreise und da haben wir Pizza bestellt, so richtig große Pizzen. Und 2 der Kollegen haben ihre nicht geschafft und wer hat die Reste gegessen? 3-mal dürft ihr raten. Und selbst die anderen Kollegen, die männlichen, die auch jetzt nicht so die schmalsten und kleinsten Menschen dieser Welt sind, die haben mehr als ihre eigene Pizza nicht geschafft, während ich gefressen habe wie ein Schwein. Also ja, ich merke schon, dass ich mehr essen kann, aber das Einzige, was zum Glück bei mir nicht auftritt, ist, dass ich extrem Hunger danach habe. Ich könnte einfach nur essen, wenn ich wollte. Und ich kann jetzt frei entscheiden, ob ich viel mehr esse oder nicht. Und 7 Monate, fast. Resümee der bisher 1,5 Monate Nebido. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Stimme macht auch unter Nebido ganz gerne mal hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Es geht halt einfach irgendwie genauso weiter wie unter Testogel. Und an diejenigen, die mir schon die ganze Zeit in meinen bisherigen Videos attestiert hätten, dass ich schon voll männlich aussehen würde, ja. Also ja, es kommt jetzt häufiger vor, dass ich mal als Herr angesprochen werde, aber ich gehe nach wie vor in die Frauenumkleidekabine und ich bin bisher noch nicht rausgeworfen worden. Und das war's. Genau, ich gehe in die Frauenumkleidekabine. Das heißt also, mein Auftreten scheint bisher immer noch so generisch zu sein, dass ich innerhalb des erlaubten Spielraums für die Frauen drin liege. Also von wegen, ich bin voll männlich und so. Es geht langsam. Langsam verändert sich mein Passing, das kann ich sagen. Aber ich bin noch lange nicht da, wo man irgendwann so als absolut 100%ig männlich gelesen werden könnte. Also ganz langsam. Ne? Es sind zwar 7 Monate, das klingt nach viel, aber da steht mir noch einiges an Arbeit bevor.